Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Es ist mordaktuell, nicht nur in der politischen, sondern auch in der kynologischen Welt. Das Feindbild Hund ist stets präsent. Manchmal verliert es an Kontrast und dann gibt es wieder Wochen, wo es extrem farbenprächtig ist. Ja. Jetzt im März 2025 ist es wieder mal ziemlich bunt, möchte ich sagen, aufgrund verschiedener Vorkommnisse. Ein durch einen fahrlässigen Besitzer geschehener Beißvorfall kürzlich in Deutschland, Dobermann, in kurzem Abstand zu einem durch Beißvorfall verabschiedenden Gesetz, in diesem Fall das österreichweite Verbot des Schutzhundesports für Privatpersonen. Ich habe schon klingeln gehört, dass es auch ein Thema in Deutschland werden sollte. Ja. Und die Medien geben schon Gas. Artikel aus aller Welt werden ausgegraben, Videos werden gebracht, wie zuletzt dieses Video über die American Bully XL, in welchem die Frage gestellt wird, braucht man solche Hunderassen? Ja, auf sozialen Netzwerken herrscht dann gleich mal Krieg in den Kommentarspalten. Ja. Dort schreiben Menschen, welche generell Angst vor Hunde haben, Menschen, die schlechte Erfahrungen mit Hunden hatten, Personen, welche Hunde einfach nicht mögen, auch Leute, die generell nichts gegen Hunde haben, aber auch nicht wirklich informiert sind zum Tier. Na, natürlich auch Hundebesitzer, die alles, das nicht völlig leicht hochzuheben ist, generell als fragwürdiger ansehen. Auch die gibt es. Ja. Und dann gibt es noch uns. Und wir schreiben auch in diesen Kommentarspalten. Versuchen auf verschiedene Art und Weise dagegen vorzugehen, doch das ist schwierig. Enorm schwierig, weil viele dieser Klagen berechtigt sind. Ja. Können Hunde zu Monstern werden? Klar. Zu heftigen Monstern, das wissen wir. Doch nicht nur das Individuum Hund kann zum Monster mutieren, die Hundehaltung generell kann als Monstrum angesehen werden. Ja. Das zu Recht manchmal. Ja. Können wir etwas dagegen tun? Nun, zumeist können wir nur klägern, doch es gibt auch einige Dinge, mit denen können wir klotzen. Sehen wir uns das heute mal ein klein wenig näher an. Ja. Wir wissen alle, dass Hunde viel zu oft in falsche Hände abgegeben werden. Es ist aber nicht nur der illegale Welpenhandel, der hier der Hauptverdächtige ist, meiner Meinung nach. Spielt eine große Rolle, denn speziell in diesem scheren sich die Verkäufer einen Dreck darum, ob der Hund in geeignete Hände kommt oder nicht. Ja. Wissen wir. Es gibt auch viele Züchter guter Adressen, die meiner Meinung nach ihre Hunde viel zu flott rausgeben. Ich möchte hier ein Beispiel bringen mit einer Hunderasse, wo ich mir mit Sicherheit da draußen einiges an Kritik einfangen kann. Aber schauen Sie, was hat's? Das hat's. Der Continental Bulldog ist solch eine Hunderasse und soll aber stellvertretend für viele andere Hunderassen gelten. Warum? Nun schauen Sie, überall wird diese Hunderasse als völlig entschärfte Version des ursprünglichen English Bulldogs angepriesen. Ein perfekter Ersthund, ohne scharfe Klinge, ohne scharfe Kanten, einfach toll für Einsteiger in die Materie soll er sein. Na, wenn Sie als Neuinteressierter das lesen, selbst erst seit einigen Wochen am Thema Hund interessiert sind, sich gleichzeitig auch von der Optik eines Bulldogs angesprochen fühlen, dann schlagen Sie schnell mal auf einen Konti zu, möchte ich sagen, oder? Ja. Ich habe in meinem Dog Special Ordner, sage und schreibe, 4 Zuseher meines Kanals, alle im Besitz von einem wirklich schwer am Rad drehenden Continental Bulldog. 3 davon sind Ersthundebesitzer, einer davon ein erfahrener Hundemann, ein Freund, der Dirk, der solch einen Conti, den Leo, als Pate für die Besitzer, die diesen Hund nicht mehr kontrollieren können, ausführen. Ja. Von wegen fehlende Kampfeslust, sanftes Wesen, fremden Menschen und Hunden gegenüber sehr freundlich. Nichts da bei diesen Hunden. Ne? Das ist ein echter Bulldog mit diesbezüglicher Basis. Nebenbei ganz schnell mal erworben, ja. Nebenbei ganz schnell mal und locker erzogen, sicher nicht. Händchen gefragt. Händchen gefragt. Also wir haben hier in der Nachbarortschaft Bad Sauerbrunn ein ziemlich erfahrenes Ehepaar,
Die besitzen ebenfalls 2 Continental Bulldogs. Diese Hunde sind traumhaft geführt und erzogen. Ausgeglichen, ruhig, freundlich. Ja, hatte da auch schon keine Diskussion, sondern ich musste meinem Nachbarn, den Erich, den ich sehr schätze, schon mal einen Tipp abgeben. Denn als der mir vor 2 Jahren erzählte, auch er würde sich für solch einen Schweizer Bulldog interessieren, wurde ich blass im Gesicht. Ich verlor die Farbe. Wieso? Nun schauen Sie, ich wusste damals, dass er bezüglich Erwerb zu diesem Hund keine besonderen Schwierigkeiten erwarten dürfte. Also, dass er echt einfach gehen würde. Davon war ich überzeugt. Ich kenne allerdings auch sein Händchen für Hunde. Ja? Und das war der Grund, weshalb ich die Farbe im Gesicht verlor. Ich sagte ihm damals, Alter, wenn du dir solch einen Hund nimmst, komm dann ja nicht mit deinen Problemen zu mir. Zum Glück hat er diesen Gedanken wieder verworfen, jetzt hat er einen Zwergspitz. Ja, für dieses Beispiel musste leider der Conte herhalten, soll aber stellvertretend für viele Hunderassen gelten. Ja? Doch es ist nicht nur der illegale Welpenhandel oder einige Züchter, die ihre Hunde vielleicht zu flott an eher nicht geeignete Leute rausgeben. Es ist auch häufig im Tierschutz nicht besser. Wie oft kam es schon vor, dass wirklich gute Leute, geeignete Leute ohne Hund nach Hause gingen, weil sie kein Haus und Garten haben. Wie oft kam es schon vor, dass eher nicht geeignete Leute, unerfahrene Menschen mit schwer traumatisierten und charakterlich höchst komplizierten Straßenhunden solche Einrichtungen verlassen haben, weil sie Haus und Garten haben. Ja. Hund zu stark, Besitzer zu schwach, manchmal nur auf den Charakter bezogen, manchmal auf die Körperkraft, manchmal auf beides. Wissen Sie, wie oft ich schon zu lesen bekam, hör zu, mein Hund ist 30 Kilo schwerer als ich, aber der tut niemals das, würde niemals das tun. Dafür habe ich gesorgt, denn er ist perfekt erzogen, hat perfekten Gehorsam. Liebe Zuseher, ich habe mit Top-Leuten der Kynologie zu tun, die wissen alle, wie der Erziehungshase läuft, glauben Sie mir. Ausnahmslos jeder davon kam schon in Situationen, in welchen er seinen Hund durch Körperkraft kontrollieren musste. Wenn Sie das bis jetzt noch nicht mussten, dann nicht, weil Sie so gut sind, sondern weil Sie bis jetzt nur Glück hatten. Das ist meine Meinung und hinter der stehe ich felsenfest. Jo. Ich hege allerhöchsten Respekt vor Frau Vanessa Bocker von der Hellhound Foundation. Ich habe noch nie mit ihr geschrieben oder gesprochen, beobachte ihr Resozialisierungsprogramm aber schon länger. Aufgrund eines kürzlich erschienenen Videos zum Thema American Bully XL, in welchem auch sie zur Sprache gekommen ist, hat sich nicht nur Zuspruch, sondern auch Unmut und Kritik eingefangen da draußen. Ja. Nun, um was ist es da gegangen? Nun, grob erklärt stellt das Video die Frage, ob Rassen wie der American Bully XL eine Existenzberechtigung haben. Grob erklärt. Ja. Bevor ich hier weiter vorfahre, möchte ich betonen, dass ich der absoluten Meinung bin, dass Frau Bocker zum Thema Hund kristallklaren Verstand hat. Speziell zum Thema Problemhund. Sie ist eine extrem mutige, kompetente und engagierte Hundefrau, die Frau Bocker, ja, welche dort ansetzt, wo für 99,9% von uns schon lange Schluss ist. Doch um auf einen Hund dieses Videos, der da gezeigt wird, einzugehen, ich bin 100% davon überzeugt, dass speziell dieser eine American Bully XL, der da von ihr gezeigt wird, da geht es um diesen Hund, von welchem mir momentan jetzt der Name entfallen ist, den man nur mit Hilfe des Maulkorbs füttern kann, dieser eine für keinen Menschen auf der Welt mehr in eine Richtung umzubiegen ist, dass er für seinen eventuell zukünftigen Halter nicht sekündlich eine Lebensgefahr darstellt. Dieser American Bully XL, bei welchem höchstwahrscheinlich so gut wie alles, das schief laufen kann in der Erziehung, auch schief gelaufen ist, das ist ein überzeugter, ausgewachsener, überreifer Killer. Da geht nichts mehr. Also für den Hund ist meiner Meinung nach der Zug abgefahren. Nun,
zurück zu Frau Vanessa Bocker und die Kritik, die sie sich eingefangen hat aufgrund ihrer Aussagen. Was sagte sie? Sie sagt nichts anderes, als dass die Politik oder Polizei und andere Behörden nichts gegen die illegale Einfuhr von Hunden aus dem Ausland oder gegen Hobbyvermehrer oder Erschaffer reaktiver Hunde tun kann oder effektiv tut. Dann wäre das so, dann gäbe es weit weniger Probleme. Und sie weiß, wovon sie spricht. Schließlich steht diese Frau voll an der Front. Ja. Schlechte charakterliche Vererbung, billige Weitergabe von Hunden an jedermann, ob geeignet oder nicht, das sind alles Dinge, die damit zu tun haben. Passen Sie auf. Schnell, grob erklärt, sagt sie, sie ist der Meinung, dass der Erwerb eines Hundes, egal welcher Rasse, viel kostspieliger und mit schweißtreibenden Prüfungen verbunden werden müsste, um den überhand genommenen Hundekonsum stark einzuschränken. Der Faktor Zeit muss eine große Rolle spielen vor dem Hundeerwerb. Der Aufwand, um einen Hund zu bekommen, müsste weit höher liegen. Ja, und deswegen wurde sie auf verschiedene Art und Weise kritisiert. Hauptsächlich bewegen sich die Kritiken im Bereich von ich habe schon 3 Hunde, wie viel kostspieliger soll es noch werden? Oder was tun ältere Menschen, die ihren einzigen Trost in einem Hund haben, wenn die nicht mehr dazu fähig sind, schweißtreibende Prüfungen abzulegen oder das Geld nicht haben, wenn es so teuer wird, sich einen Hund zu kaufen, etc. Eher in diese Richtung hinein bewegen sich die Kritiken an der Aussage von Frau Bocker. Doch es gab auch einige Leute, die stimmten ihr diesbezüglich zu und sagten, schauen Sie, ein älterer Mensch, der vielleicht die Kraft nicht mehr für schweißtreibende Prüfungen hat oder ist dann zumeist auch nicht mehr wirklich fähig, einen bewegungsfreudigen Hund wirklich artgerecht zu halten. Für diese Leute wäre vielleicht eine Katze besser. Kann man mit derartigen Gegenargumenten, schauen Sie, grundsätzlich gebe ich Frau Bocker in allen Dingen, die sie hier sagt, recht. Wenn man ihr genau zuhört, was sie sagt, muss man ihr in allen Punkten zustimmen. Sie hat recht. Ja. Allerdings würde ich sagen, dass speziell das Thema schweißtreibende Prüfungen und kostspielige Geschichte eventuell vielleicht ein klein wenig verfeinert gehört. Auch ich werde mir jetzt vielleicht Kritik einfangen von einem oder anderen, wenn ich grob überlegt folgenden Vorschlag mache. Hier eventuell diese Geschichte einschränken auf Hunde, die über 10 Kilo schwer werden. Ja, ich weiß schon, würgen Sie mich nicht, aber ich sage Ihnen was. Hunderassen, die laut Standard maximal 10 Kilo erreichen, sollten eventuell von solch einer Regelung ausgenommen werden. Hätten auch dann ältere Menschen die Möglichkeit, weiterhin Hunde zu halten, welche Trost spenden, wenn es einsame Menschen sind. Ich weiß schon, jetzt kommen vielleicht Gegenargumente in der Form von, auch kleine Hunde können beißen, können tackern, hin und her. Ja, liebe Zuseher, schauen Sie, es ist ein Unterschied, ob ich einen Diabolo aus einem Luftdruckgewehr auf sie abfeuere oder ob ich sie mit Slugs aus einer Schrotflinte Kaliber 12 in 2 Hälften teile. Ja, man muss schon am Boden bleiben. Ja. Aber grundsätzlich möchte ich sagen, hat Frau Vanessa Bocker in allen Dingen, die sie da gesagt hat, völlig recht. Ja. Sie hat einfach recht. Der Erwerb eines Hundes ist heutzutage viel zu einfach. Es wird zu wenig kontrolliert, es wird zu wenig gehandelt. Schauen Sie, ich sage Ihnen was. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Schauen Sie, es kann nicht sein, 2 Beispiele, die meiner Meinung nach ja, ganz typisch sind. Es ist noch nicht lange her, ich war in Wiener Neustadt bei einem Einkaufszentrum. Als ich zum Auto ging dort bei mir ein unter Drogeneinfluss stehender Mann, der kaum mehr stehen konnte, mit einem Hund vorbei. Oder der Hund ging mit ihm vorbei. An der Leine führte ihn führte an der Leine ein wunderschöner, wahnsinnig stark gebauter American Staffordshire Terrier, ruhig, behutsam und zielorientiert durch die Menge durch. Er sah nicht links, nicht rechts, wartete auf sein schwer beeinträchtigtes Herrchen
Ich gehe davon aus, er brachte ihn nach Hause. Aber lassen Sie jetzt mal einige Szenarien in Ihrem Kopf passieren, die hier geschehen hätten können in solch einem Fall. Wahnsinn, oder? Ich möchte nicht sagen, schauen Sie, wenn dieser Herr nicht unter Drogeneinfluss steht, ist er vielleicht ein toller Hundeführer, der auch seinen American Staffordshire Terrier unter Kontrolle hat. Der Hund sah sehr gut genährt aus, gepflegt aus, aber in dem Moment können wir nicht von Kontrolle oder von einem kontrollierten Hund sprechen. Hier kontrolliert der Hund seinem Herrn, ein fantastischer Hund, der mir wahnsinnig leid tat. Also, ja. Ein anderes Beispiel, vor etwa einem Jahr war ich Zeuge einer Szene, die am Bahnhof, der ist etwa auf 150 Meter Luftlinie von unserer Wohnung entfernt, stattfand. Ich stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit Vito, das war die Abendrunde, und beobachtete 3 Jugendliche, 15 oder 16 Jahre alt. Einer davon hatte einen Dogo Argentino Rüden an der Leine, ein wunderschöner Hund, die saßen auf der Bank am Bahnhof. Etwa 15 Meter neben ihnen überquerte den Bahnübergang mit einem kleinen Hund eine Dame. Als der Dogo diesen kleinen Hund gesehen hat, sprang der auf und drehte wirklich extrem am Rad, zeigte sich heftig, pöbelte herüber auf diesen Hund. Die 3 Jugendlichen amüsierte das, die machten sich einen Spaß daraus und der Halter dieses Dogos, der gerade noch so bändigen konnte, der war sicherlich nicht viel schwerer als der Hund. Dieser Junge hatte vielleicht 55, 60 Kilo, er war nicht unbedingt ein Knecht. Ja. Der lobte den Dogo dann. Also es war klar erkennbar, dass die 3 entzückt waren über das Verhalten, dieses wilde Zeigen dieses Dogo Argentinos. Was soll ich Ihnen sagen? Ja, das sind alles Dinge, natürlich, wie willst du das jetzt verhindern? Wenn das drüber gehen oder von der Ferne versuchen, aufklärend zu wirken, aber Sie wissen genau, wie das enden würde. Die würden mich auslachen. Würde ich sagen, hör zu, Junge, das ist nicht gerade förderlich, was du da tust, weil du schürst das Feindbild Hund, du schürst das Monster in deinem Hund etc. Und wenn der Hund dir auskommt, dann war es das mit diesem kleinen Hund. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Ja, das sind alles so Dinge. Es ist alles natürlich nicht wirklich umsetzbar, aber es ist heute nun mal so, dass es viel zu einfach ist, einen Hund zu erwerben. Frau Vanessa Bocker hat vollkommen recht, wenn sie sagt, der Erwerb eines Hundes müsste erschwert werden. Man muss den Hundeerwerb, die Erlaubnis eines Hundeerwerbs erobern. Ja, so hat sie das, glaube ich, ausgedrückt. Das ist richtig. Es sollte vielmehr, sollten vielmehr Anforderungen an zukünftige Hundebesitzer gestellt werden, um die Erlaubnis zu erhalten, sich einen Hund holen zu können. So meint sie das und da gebe ich ihr zu 100% recht. Mit dieser Sache wären viele Probleme mit einem Schlag gelöst. Ist schon klar, da muss man im sauren Apfel beißen, es ist alles für und wider, gar keine Frage. Wenn man das Ganze wirklich intensiv angeht, da ein Schräubchen dreht, da ein Schräubchen dreht, da einige Verbesserungen vornimmt, ist es der richtige Ansatz. Und man muss Frau Vanessa Bocker in diesem Fall eigentlich zu 100% recht geben. Das ist meine Meinung, liebe Zuseher. Ja, wie gesagt, wir vernünftigen Hundebesitzer, möchte ich mal sagen, können häufig nur kleckern zu diesem Thema, indem wir aufklärend anderen Hundebesitzern, die dieses Feindbild Hund schüren oder dieses Monstrum Hundehaltung schüren, eventuell aufklärend gegenüber auftreten, wenn möglich. Das geht ja nicht immer. Ja. Manche werden da aggressiv ihnen gegenüber reagieren und sagen, was geht dich an, wie ich meinen Hund führe etc. Sie wissen schon, aber wenn möglich. Wir könnten Behörden auf extreme Dinge zum Thema aufmerksam machen, wobei mir Denunziantentum eher weniger liegt, aber ist auch eine Möglichkeit. Wir können aber auch klotzen zum Thema, indem wir unsere Hunde vorbildhaft führen und der Welt da draußen zeigen, dass die Masse der Hunde und der Hundehaltung allgemein überhaupt kein Monster ist. Ja. Das ist meine Meinung zum Thema. Liebe Zuseher, ich weiß schon, das ist eine Sache, ja, die ist in einem 30-Minuten-Video oder 20-Minuten-Video nicht so zu verpacken.
dass es jedem schmeckt. Ja, also hier müsste man sich hinsetzen und stundenlang intensiv eintauchen in das Ganze, alle Möglichkeiten durchkauen etc. Ja, es war mein Versuch, das Ganze so komprimiert wie möglich darzustellen, so wie ich das sehe und wie ich der Meinung bin, dass das Ganze aussieht. Und wie gesagt, nochmal, ich habe mit der Betreiberin der Hellhound Foundation noch nie Kontakt gehabt, hege aber allerhöchsten Respekt vor ihr, weil sie einfach alles kristallklar sieht. Ist so. Ja. Nochmal, eine extrem mutige Frau ist, Dinge dort tut, die ich mir nie im Leben zutrauen würde. Ja, ich hoffe, alles beruhigt sich wieder ein wenig. Dieses Feindbild Hund verliert wieder anständig an Kontrast, aber irgendwann mal wird es wieder in voller Farbenpracht erblühen. Das wird uns auch in Zukunft nicht erspart bleiben. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.